Also mein Lieben, es geht weiter. Eine weitere Folge der wunderschönen The Setting Crew. Richtig, Nico? Richtig, richtig. Wir sind heute bei einem alten Kollegen von mir, der jetzt gerade leider wegläuft. Harrison, you need to wave at least. Say hi. Perfekt, thank you. Okay, lange Vergangenheit, auf jeden Fall richtig cooler Typ. Und er hat jetzt einen neuen Dealer mit ein paar Kumpels aufgemacht, und zwar Magma Cars. Wir wussten nicht so viel über den Laden, aber ich glaube, wenn du einmal so nach hinten gehst, dass man so das komplette Bild von den Autos sieht, ist es schon ziemlich crazy, was hier rumsteht. Wirklich besondere Autos. Und was mich am meisten schockt tatsächlich, ist, wie unfassbar clean die Autos alle aussehen, oder? Die sehen alle aus, als wären die brandneu. Ja. Das ist echt crazy. Und deswegen dachten wir so, wir zeigen euch einfach mal, was hier abgeht. Und erzählen euch auch mal ein bisschen was über die UK-Preise. Oh ja. Weil das tut richtig weh. Ja. Das ist wirklich so der Moment, wo ich mir so denke, wir ziehen zurück. Wir kommen wieder. Also AMG GTR, vor Facelift, in einem wunderschönen Magno Silber. Tolles Auto, Track Package mit dem Cage hinten drin, Carbonflügel, hier die Carbon-Akzente an der Seite, Sideskirts, Sachen, die unser GTR leider nicht hat, weil wir den fertig gekauft haben und nicht selbst gespeckt haben. Dieses Auto, 2 Vorbesitzer, ich glaube 10.000 Meilen meinte er, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. 9.000 oder sowas, glaube ich. Irgendwie sowas, ganz wenig, 105.000 Pfund. 105.000 Pfund. Ich habe vorher doof geguckt, als du mir gesagt hast, wie viel der in Deutschland kostet. Das ist crazy. Es ist wirklich crazy. Wir können ja immer pro Auto so den deutschen Mobile-Vergleich reinpacken, Ja, Mann. dass man das sieht. 458 Speziale. Tolles Auto, lieben wir alle. 200 Meilen auf dem Auto. Der ist teuer, muss ich sagen. 400.000 Pfund, das ist jetzt nicht so crazy gut. Ferrari, das weiß ich gar nicht. Der M2 ist tatsächlich relativ interessant. Das ist ein Bucket Seat M2 mit Handschalter, was cool ist. Und der gehörte einem Typen, der anscheinend sehr viele Autos hatte, der den einfach vergessen hat, weil das Auto ist 2 Jahre alt und ist brandneu. Und der hatte den einfach in seiner Halle stehen und hat dann so irgendwann realisiert, jo, den habe ich ja noch, der muss weg. Harrison hat ja noch gesagt, dass der erste Service sogar noch fällig war. Richtig. Und er ist immer noch fällig, weil sie es nicht machen können, bis er die 700 Meilen drauf hat. Absolut verrückt. Das glaube ich für 60 im Netz. Das ist teuer. Das ist wirklich teuer. Weil in Deutschland kriegst du die günstiger, definitiv. Wunderschöner M4 in einem tollen dunkelblau. Wirklich eine schöne Farbe. Was war das nochmal? 35 oder so? Sowas, ja. Und das ist einfach nur frech. Ja, 35.000. Draußen steht ein R8, V8, Handschalter. 10.000 Meilen, 40.000 Pfund. Ja, hier. Also das Auto, sage ich euch ganz ehrlich, ihr wisst es, juckt mich einfach null. Ich finde es wunderschön. Optisch ja, wunderschön ist er. Ich mag nur nicht die Porsche Philosophy, wie sie mit Kunden umgehen und so weiter. Das ist eine andere Geschichte. 992 GT3 RS, wunderschönes Grau, geil mit den blauen Felgen und den blauen Akzenten, finde ich echt cool. Das Auto steht im Netz für 260.000 oder 265.000 Pfund. Das heißt tatsächlich wertstabiler als in Deutschland, was interessant ist. Aber UK kriegt halt auch weniger Autos, logischerweise. Dann haben wir hier noch ein paar normale 911er, die sind auch ganz schick und so weiter und so fort. Aber jetzt wird es spannend. Jetzt wird es tatsächlich spannend. Nissan GT-R, 45 Jahre Limited Edition. Davon gibt es 40 Stück in Japan, 5 Stück in England, angeblich nur noch 3, also one of 3 in the UK sozusagen. Wir alle wissen es, wir haben alle schon mal auf Mobile nach dem Nissan GT-R geschaut, weil irgendwie ist das schon cool. Die sind sehr teuer. Ja, guck mal so bei Bäumler oder so oder wem auch immer. 60.000 Pfund. Das sind 80.000 Euro. In Deutschland kostet ein guter GTR 180, vielleicht auch mal 200. Einen Tüten mitnehmen, sagst du? Eigentlich muss man, ja. Also klar, du hast Lenkrad auf der anderen Seite, aber ganz ehrlich, für den Preis ist mir das so egal. Dann ist hier natürlich auch noch ein wunderschöner 911R. Besonderes Auto, werden alle wissen, die Porsche lieben, wie die meisten Leute. Also finde ich ein bisschen, naja, ich sag mal so, Porsche hat wie das Porsche-Game gemacht. Kommt ein 911R raus, 2 Wochen später kommt ein 911 GT3 Touring, also ein GT3 ohne Wing, was im Prinzip genau das ist. Nur das ist einfach teurer, weil er grüne Streifen hat, die nicht mal lackiert sind. Trotzdem ein cooles Auto, ne? Ja. Aber sieht halt aus wie ein 911er. Ja, es wäre nicht so mein Spec, sag ich ehrlich. Nee, auch nicht. Vor allem, weil die Streifen an der Seite auch schwarz sind und nicht grün. Echt jetzt? Ja. Ja, okay, das ist nicht so schön. Das ist wirklich nicht so schön. Da haben wir hier einen M3 CS Limousine. Auto ist voll PPF. Das Schöne in England ist, fast jeder macht voll PPF auf Autos, nicht so wie in Deutschland. Es hat ein PPF drauf. Das Auto ist brandneu. Kostet auch wieder 100. Das ist so traurig. Das ist deprimierend, das ist wirklich deprimierend. Das ist wirklich deprimierend. Bei dem hast du ja, das ist, also dazu gibt es ein bisschen eine Backstory. Unser erster 458 war exakt in diesem Spec.
Also wirklich, wir können uns genau mal anschauen. Ein paar Sachen hatten wir, glaube ich, anders. Aber das ist Grigio Silverstone, eine sehr schöne Farbe von Ferrari. Mit Grigio Silverstone Felgen dazu, dann mit den gelben Bremssätteln. Er hat jetzt zum Beispiel nicht die Flaps hier, die kann man übrigens bewegen beim 458, das ist Active Aero, das ist ziemlich cool. Das hatten wir zwar alles mit Carbon und so weiter und so fort, aber genauso von außen war unser alter 458. Das Auto hier hat 9000 Meilen drauf. Preis habe ich leider noch nicht bekommen. Das würde mich aber sehr, sehr, sehr interessieren bei dem Auto. Mal gucken wir kurz hier rein. Hat sogar die Race Seats drin. Schön mit dem Stitching. Und 458 Italia für mich immer noch eigentlich mit der beste Ferrari, den es jemals gab. Wunderschönes Auto. Ist wirklich ein wunderschönes, zeitloses Auto. Man muss überlegen, wie man das vernünftig hinbekommt, wegen Lenkrad auf der anderen Seite und so weiter und so fort. 458, der Name steht für das Programm sozusagen, 4,5 Liter V8, deswegen 458, falls jemand das nicht weiß. Tolles Auto. Und dann kommen wir zu kleinen Spielzeugs. Einmal hier, Lotus 430 Cup, Cabriolet. Bin ich jetzt nicht der größte Fan von, aber ich bin Fan davon. Wir müssen jetzt mal kurz einen iPhone-Clip einblenden, wo man den Sound kurz hört, weil das ist definitiv wild. Apparently they go sideways really well. Yeah, the annoying thing about The traction is here, right? you have to do it in race mode. Did you guys actually change? Well, you did. Genau, der hier ist ziemlich interessant, muss ich sagen. Homotech Lotus 430 Cup, schön in schwarz mit gelben Akzenten. Saulaut, ne? Übertrieben. Also wirklich übertrieben Ich laut. bin aus der Halle gegangen. Einen schönen originalen Quickshifter, sehr cooles Auto. Wirklich spannend, 87.000 Pfund. Asking Price. Na? Ich glaube, das kann man noch mal komplett umdrehen auf 78 mindestens. Aber das Ding ist wirklich sehr geil. Und finde ich auch einfach schön. Allgemein der Laden und die Atmosphäre ist toll hier, ne? Ja. Vor allem Hier die kann Halle man- ist schön groß. Ja, wirklich, ist angenehm. Und so luftig. Draußen steht übrigens noch ein Aston Martin Vanquish in Perlmutt-Weiß. Klingt unfassbar gut. Für 90.000 Pfund. Das tut weh. Es macht einfach keinen Spaß. Wenn du die Preise in Deutschland kennst, dann ja. Es tut wirklich weh. Es ist einfach Schmerz. Klar, du musst den Pfund in Euro umrechnen und so weiter und so fort. Aber wenn du nicht auf hier Importfee gehst, sondern theoretisch das Auto in England zulässt, ne, bist du echt günstig unterwegs. Weil klar, wenn du die importierst, hast du ein Problem. Zum Beispiel, vielleicht erinnert ihr euch an unseren V12 Vantage S. Der weiße, ohne Kilometer, auch ein UK-Car, können wir in Deutschland einfach nicht zulassen. Könnten wir hier sofort. Das ist ziemlich cool. Dann ist hier noch so ein bisschen Chillout-Ecke. Einfach ein richtig cooler Laden. Alrighty, so basically, you guys are here, Magma Cars, right? So when did you start? What are you doing? Who founded it? All that kind of stuff. Yeah, so we've been running for just under 2 years now. So we kind of initially us that founded it. There's myself, Harrison, our two other business partners as well. We met years ago initially when we were doing stuff more to do with my background with track driving and things like that. And we were working for AMG at the time, and then we all kind of went off and did our own thing. Wait, did you work at Brooklands as well? Yeah. Really? Yeah, so I was one of the drivers. Oh, there. madness. And obviously these boys were the hosts. Because we realised a minute ago, you said, I think I've met Alex before, because Yeah, you I came in think your so. A45 years ago. Yeah, You came to true. Mercedes-Benz In well. passing, I think I said the word, but I look very different then. But I think the thing is with like UK car market and modern cars as well, it's very tricky in terms Very. of the product that manufacturers are producing, how many they're producing, and I think for enthusiasts they're just getting left behind. Yeah, You know, 100%. and if you go into a main dealer, and I'm sure you've had experiences like this as well, you go and you don't really get catered to in the way that you want to. Yeah, Porsche. And the Because fuck straight Porsche. away, so I say it online, everything. I don't give a shit. yeah, Like, well, my last job I worked for Porsche. yeah. Do you like it? At first it was okay, Yeah. but then again it was just like Taycan electric. Yeah. I'm like, I'm not into this. So I think in the UK certainly there's this space in the market that's opened up. You know, for enthusiasts want to go somewhere and just speak to someone like-minded, True. who knows what they're talking True. about, knows their product and is passionate about it. Yeah. And that's what we are. That's great. It's lovely. Yeah, I mean,
we've been trading a year and a half, and we've sold a lot of cars, and we've got some lovely stock, and it keeps going from strength to strength. Yeah. How many cars do you think you sold so far? I know how many we sold. I invoiced yesterday 160. 160? Madness. Yeah, so- That's good. So far, 160 happy customers, and we'll like to keep going from there. Yeah, it's crazy, honestly. It's a really, really, really cool place. I like it a lot. So maybe we need to buy something here as well for the right price. Well, we'll always Now you have put it on camera as well. Yeah, of course. Of course. Do you want to negotiate? Do you want to negotiate right now? Live on camera. Live negotiation. No, but honestly, really good job to you guys because it looks sick. Everything is so super clean in here. The place looks amazing. And honestly, also big balls because the market is very risky right now. At least in Germany. In Germany, you can't sell anything. It's very tricky, and to be honest, we started the business in probably the most difficult market. Yeah. And Well, would you say the UK is the most difficult? Because at the end of the day, UK still has a lot of money. no, it And a lot does. of supercars. It does. I think more in terms of when you look at the UK market over the past 5 years, Yeah. it's at its most tricky Yeah, that's true. in the past couple. But I think the thing is for us, it's all about keeping the operations small. Yeah. You know, we each take responsibility for our own areas of the business that we excel in and have done. It's like Brad, he's always been a buyer. He's worked for some of the biggest independents in the UK, and now he does all of our buying, which is why, for me as a salesman, it makes my life quite easy because we've got the loveliest cars on Yeah. the market, already priced as best as they can be. So, yeah, like I say, I think for us, it's nice because if someone picks up the phone and wants to speak to us, they're speaking to one of the owners of the business. And by keeping the operation small and intimate, people come in here, we can have a coffee and we can talk about cars and look after them. No, very, very true. Which is why we get the opportunity to buy some of these cars back as well, because as soon as they feel like they need to move it on, the first people they call is us. Because we build that relationship and that rapport with them. Yeah. That's mad. It's really mad. So where do you guys actually see the GT3 RS in like 2 years? Just asking some random questions. 992 Money-wise. RS. Money-wise, yeah. Because let you answer this one. 992.2 is coming. We all know that. After they built like 100,000 GT3 RS, it feels But like. this is my point, and like what I was saying, like when I was at Porsche, even just for me, I was at Porsche for just over 2 years, and when I first started, if someone went, I want a new 911, even a standard 911, You couldn't get it right. You kind of laugh at them and go, Yeah. all right, well send me the money, and in 2 years' time we'll have a chat, and look, we'll get your bill slipped there. And like in that space of time, it went from obviously people calling up for very special invitation only stuff, and it's just like you've got no hope. Yeah. To the point of like towards the end when I was leaving, where we were like, we've got to find people for these 4 RS build slots and Yeah. stuff, and it's just Yeah. turned around so quickly. I remember you called me and you said the Turbo S market has just crashed because we've just got 60 Oh, spec yeah, we had amendable something slots like for the last 60 quarter. build slots. Jesus. And we were doing like 40 grand off of them just outdoor. Jesus You know, it's absolutely Christ. crashed because you can just get a brand new one in 3 months. But it's that whole like PLC thing now. Manufacturer obviously just wants to sell metal, Yeah. and sell as much as they can, and it's so tricky. So back to 992 RS, the problem is now they've built so many of them, It's crazy. and even like the last one we sold was up for the same price, but that had 5,000 miles on it, and that was a white Visac. That's a much more special car than 100%. And like in the last 2 months, they've dropped about 20 grand. It's crazy. And the trouble is, because you've got so many of them, you've then got an issue with supply and demand. Yeah. They're just going to keep going down and down. Yeah. Yeah. And I think you'll end up in a position where they're going to just be, the cheap ones are going to fall into the mid-range of the 991.2, Yeah. and the nice ones are going to be at a crossover with the very special PTS.2 991s. Yeah. It's an interesting market. Very, very interesting at the moment. Yeah, so that's basically it, right? You guys have a sick place here, so if you want to buy a car in the UK, you should definitely come here. If you want to sell your car, Or if you want to sell your car, buy your car. anything for the best price, I can guarantee it. So if you use code Saturn Crew, right, they pay 10% more at least. No, but yeah, well, thank you so much for having us. It's our pleasure. Great, so let's continue the day, right? Voida geht's, Meister.